Finger weglassen. Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Hallöchen. Bella ist wieder mit dabei und wir beide haben wieder bestellt und zwar bei Temu, ganz genau. Wir haben wieder eine große Sammelbestellung gemacht. Der eine oder andere, wie immer, hat das eine oder andere gebeten, was wir nochmal bestellen sollten. Das eine oder andere ist uns selber nochmal eingefallen. Und genau dazu kommen wir heute. Es sind wieder viele schöne Sachen mit dabei, von Schuhe, Vehicles, Küchengadgets, brauchbare Sachen und sogar ein Victorinox-Klon. Ja, ganz genau. Ich habe tatsächlich den Swiss Champ gefunden. Der kostet ca. 100 € bei Victorinox. Super geiles Teil, mega, brauchen wir nicht drüber reden. Schweizer Taschenmesser, beste, was es auf der Welt gibt. Genau deswegen hat mich interessiert, was haben die Chinesen jetzt aus diesem Klon gemacht, beziehungsweise wie gut ist dieser Klon zum Victorinox. Das Ganze schauen wir uns jetzt an und Bella darf jetzt unboxen. Ab geht die wilde Fahrt. So, Messer brauchen wir nicht, weil wir haben schon geritzt. Zacka. Zucker. Und zwar haben wir bestellt. Brauche ich nicht. Noch nicht. Ein paar Schuhe für mich und ein paar für den Robby. Und zwar. Ich hole meine nur eben raus. Also okay. Und zwar haben wir bestellt ein paar Sommerslipper-Schüchen. Ballerinas. Ballerinas, genau. Ja, der Robby weiß immer, ne? Schneller, was ich meine. Ein paar wunderschöne Ballerinas, die haben einen kleinen Absatz. Die Sohle finde ich auch total super. Und was die auch haben, ich gehe da jetzt ganz schwer von aus, dass bei Temu jeder Schuh mit ein Stückchen Absatz eine richtig geile Sohle hat. Auch dieser Schuh, zeige ich euch, hat wieder diesen Sohlenkick eingebaut. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Da seht ihr, ne? Und die fühlen sich so super an, ganz weich. Und wie gesagt, schöne Sommerslipper. Ballerinas. Ballerinas. Ja, für mal täglich. Ne? Für den kommenden Sommer, genau. Ja, Ganz genau. wichtig ist natürlich, die sind atmungsaktiv, weil das ist ja so ein vernetztes Seidengardinchen, ganz genau. zuckersüß in Champagnerfarben. Haben mir auch sehr gut gefallen. Und kommen wir zu denen. Wisst ihr schon? Ne? Wir haben uns ja einmal im Sommer die weißen angesehen. Genau. Weil ich davon so begeistert war, habe ich gesagt, die hole ich mir jetzt für im Winter auch in schwarz. So, da der Winter jetzt erst bei uns angefangen hat, habe ich damit jetzt erst losgelegt. Wer das Sommervideo nicht gesehen hat, verlinken wir euch unten nochmal in der Videobeschreibung. Der guckt sich das Ganze nochmal an. Wie gesagt, diese Schüchen hier sind wie eine Socke. Alle super weich. Die Schuhe sitzen wie Arsch auf Eimer. Die Sohle ist wunderbar. Der Schuh ist sowas von bequem. Die Dinger haben wir in Kroatien mitgehabt. Ich bin da rumgelaufen. Das war einfach nur herrlich. Es war einfach nur super. Und wie auch im ersten Video schon erwähnt, die Schuhe, also die weißen, sind mittlerweile, ich weiß nicht wie oft gewaschen worden. Und die sehen immer noch aus wie am ersten Tag. Ja, ich glaube sogar, du hattest ja schon mal im Trockner, ne? Ich habe die mehrmals im Trockner gehabt, genau. Also die haben sich weder, wie gesagt, ne, die haben sich weder von der Sohle gelöst, noch beim, ich meine, ich habe es nicht warm gewaschen, ne? Ich habe sie kalt gewaschen, aber nichtsdestotrotz, die Sohle hat sich nicht gelöst oder sonst was. Im Trockner wird es ja trotzdem heiß und selbst da ist nichts passiert. Also mega. Yes. Ich liebe diese Schuhe. Also jeder, der Schuhe. irgendwie diesen Tragekomfort mag und keine Schnür, weil ich hasse Schnürsenkel, der braucht diese Schuhe. Das einfach, mega. Gibt es übrigens auch in Blau, in Grau und... So schön. Ja, gibt es auch in Grau und Blau. Ich habe Weiß, Schwarz, Blau, Grau und Beige, glaube ich, habe ich auch gesehen. Also nichtsdestotrotz, mega. Yes. Einfach geil. Einfach geil. Muss man Geile haben. Sommerschuhe muss man haben. Muss man haben. So, jetzt haben wir hier. Ja, weißt du wieder nicht, ne? Musst du mir wieder weitergeben. So. Ich bin wieder weit, aber ich würde es gerne auch. Eigentlich ist das für euch. Das ist für euch. Das ist für dich und für den Kleinen Ach so. und für mich und für alle. Wir kennen das doch sicherlich alle, ne? Du machst dir schön lecker was zu essen, ist ganz egal was. So. Zum Beispiel eine Pommes. Machst du Pommes auf dem Teller, machst dir ein bisschen Würstchen mit dabei und dann, egal was du magst, ob den Ketchup oder die Mayo machst du auf dem Teller. Läuft dir das irgendwann alles? Ich mag das überhaupt gar nicht. Ach, jetzt weiß ich, was das ist. Hier habe ich jetzt gesehen, kannst du wunderschön einfach, ja, eine kleine Schale, zack, so, da ist sie. Kannst du alles reinmachen, da passt also eine ordentliche Portion rein. Und dann hast du hier, zack, kann man das sehen? Da kriegt man die auseinander. Da ist ein kleines Gummipüfferchen. Und dann kannst du die auf den Teller schieben. Das Ganze zeige ich euch jetzt einmal. Sekunde. Warte. Zack.
Schau, was vorbereitet. Ich habe einen Teller. So. Und dann hast du hier diesen Teller, wie gesagt. Und ich mag das gar nicht. Selbst wenn du mal Soße hast. Es ist ja ganz egal, was du hast. Du hast ja irgendwelche Sachen, die laufen hier auf dem Teller rum. Willst nicht haben. Also in diesem Sinne, hier hast du dann den Spicker und voll geil. Und dann kannst du den so dran machen, wie du halt möchtest. Und kannst da schön dein Söschen dran machen. Schön ist dann hier mit dem Gummipuffer, dass er dann auch vernünftig hält. Und der ist also wirklich, ne, der hat hier auch eine kleine Einkerbung. Also der ist mit Sicherheit für alles, was es so gibt, an Tellern geeignet. Und dann kannst du das da einfach dran quatschen. Finde ich total geil. Und wer den Robby kennt, weiß, dass er so Kleinigkeiten immer gerne bestellt. Ne? Ich finde so Kleinigkeiten finde ich großartig. Kleinigkeiten sind die, die das Leben schöner machen. Versteht ihr, was ich meine? Ja. Weil wenn die Soße nicht mehr auf dem Teller rumknatscht und wenn du weißt, wohin mit deiner Mayo, wenn du weißt, wohin mit deinem Ketchup und überhaupt mit dem ganzen Gedöne, was du so haben willst. Weil das ist ja auch das Schöne. Ne? Du kannst dir ja hier Ketchup, Mayo, ich meine klar, die einen oder anderen, die mögen das auch, die batschen sich dann auf den Teller und alles durcheinander. Wie gesagt, ich mag das nicht. Ich habe immer alles gerne ordentlich, ich habe immer alles gerne ein bisschen schön. Ja, ja. Bella zum Beispiel ist aus Kroatien ganz gerne dieses Eiwa. Eiwa kennt ihr ja wahrscheinlich auch, ne? Da wird ja so aus Chili und Paprika und weiß nicht was alles so zusammengematscht. Und dann kannst du da ja auch schön mit dippen. Und Eiwa ist ja auch von der Konsistenz, wenn du das auf den Teller drauf packst, dann kann immer sein, dass der so dahin fließt. So, und hier hast du einfach, ey, guckt euch das mal an, das ist ja wohl ein Traum, oder? Das ist einfach nur schön. Da kannst du hier alles reinbatschen. Also Currysoße, Ketchup, Mayo, Eiwa, kannst du Vollgas geben und die Welt ist bunt und schön. Da gibt es ja nichts zu sagen, muss man holen. Hat, glaube ich, gekostet, ich weiß nicht mehr, 49 Cent oder so. Also Stück, glaube ich, ne? Oder 1 Cent. Preis blende ich euch hier wieder ein. Ich finde, das ist eine großartige Sache. Ist selbstverständlich auch spülmaschinenfest. Aber ist ja auch mit einem kleinen Finger ratzefatze von Hand gespült und sauber. Ich finde die mega. Einfach nur toll. Also ich freue mich schon, wenn es nächstes Mal wieder Pommes gibt oder Soße. Ein bisschen. Okay, wir machen Mega. weiter. Mega. Ja. Also. Wer ist der Chef in der Küche? Ich. Runter in die Kommentare. Bella oder Rob? Okay, das hat der Rob bestellt. Was ist das? Was ist das denn? Was ist das? Das Na, ist ein was Kamm das? für breite Haare natürlich. Damit kannst du dir schön... Nein? Nee. Ist richtig. Ist natürlich nicht. So. Seit tausenden von Jahren wollte ich das Ding. Kennt ihr noch QVC von früher? Und dann gab es doch irgendwann Pearl und weiß ich was. Und immer habe ich dieses Ding gesehen. Wenn du am Kochen bist, dann hast du deinen Löffel, du hast das. Und das legst du dir immer aufs Ceranfeld, wo gerade Platz ist. Oder dann nimmst du mal ein Zewa, legst das da drunter. Ich bestimmt seit 20 Jahren, wie ich so ein scheiß Ding habe. Ernsthaft. Jetzt habe ich die Schnauze voll gehabt. Hab das Ding gesehen, sofort im Warenkorb. Richtig. Hier kannst du insgesamt 4 Küchenvehicles reinlegen. Schön mit kleiner Tropfschale. Das heißt, wenn es auch mal tropft, bleibt das Ganze hier schön in der Form drin. Hier hast du dribbelig, das heißt, du kannst auch eine Soßenkelle mal hier drauflegen. Du kannst das einfach ablegen, du kannst das Ding hier aufhängen. Du kannst damit einfach alles machen. Ich bin total begeistert. Das Ding ist aus Hartplastik. Ich finde schöne Spülmaschinen fest und ich freue mich, dass ich das Ding jetzt einfach habe. Werden wir das nächste Mal irgendwie beim Kochen sehen. Wenn wir mal wieder kochen, wie auch immer. Bis jetzt sind wir so viel am Unboxen, dass wir zum Kochen gar nicht mehr kommen. Wollt ihr aber wieder Kochvideos sehen? Schreibt mir unter in die Kommentare, dann weiß ich Bescheid. Okay. Preis wie immer. Peng, peng, peng. Blenden wir euch irgendwo hier ein. Was ist das? Ja, was ist das? Oh, jetzt weiß Das ich. ist eine Bestellung, die ging abseits vorbei an Bella. Habe ich alles heimlich gemacht. Klammheimlich. Jawohl. Ich habe nur gesagt, kannst deine Ballerinas mal mit in den Warenkorb packen und dann war es das. Ja, das war's. Und zwar sind das Robinseine, ne? Das sind Robinseine, ganz genau. So. Kohle. Der Robin hat ja mittlerweile, wie alle wahrscheinlich Eltern wissen und auch der eine oder andere Zuschauer, der was jünger ist, wird er wahrscheinlich wissen, irgendwann kommst du so ein bisschen in die Pubertät und dann fängt er mit der Nase so ein bisschen an, dann kannst du sauber machen, wie du willst. Das sind diese Nasenstripes und zwar, die haben auch nichts gekostet, ein paar Euro oder so. Die gibt es schon ziemlich lange, es gibt die auch in der Drogeriemarkt, die gibt es auch bei DM etc. Die sind hier auch nicht so teuer, aber es ist genau das gleiche. Wir haben es trotzdem jetzt einmal bestellt, Preis blende ich ein. Der wird also, dieser Nasenstripe wird hier von der Trägerfolie abgezogen. Das Gesicht wird einmal gereinigt und dann ist dieses hauptsächlich jetzt für die Nasenpartie. Du kriegst das auch als Pasta, als Creme, blende ich euch hier nochmal ein. Damit kannst du auch eine ganze Maske anlegen, Augen spaßen natürlich aus, Mund etc., die trocknet die ein und dann kannst du die wie so eine zweite Haut hinterher abziehen. Dieses Ding ist wirklich nur so ein Nasenstripe, der dann auf die frisch gereinigte Haut hier aufgetragen wird. Und dadurch, dass die Haut noch, also mit warmem Wasser, dadurch, dass die Haut dann noch so ein bisschen nachdampft, löst sich, sag ich mal, da hinten diese Klebeeinheit mit diesem Algen, da sind also Algen etc. Drin und die sollen die Haut dann reinigen, dann trocknet das Ganze an und dann sollst du das hinterher abziehen können und dadurch, sag ich mal, die Mitesserchen, die nicht ganz so schön sind und Unhautreinheiten
Verunreinigung etc. damit abziehen können. Es gibt etliche Bilder, die sehen aber nicht sehr appetitlich aus, deswegen erspare ich euch das. Wenn euch das interessiert, geht selber mal auf die Seite, schaut euch das selber an. Ich war lange am Überlegen, ob ich das hier einblende oder nicht, aber da wisst ihr alle, das sieht nicht toll aus. A few minutes later. Yay! Weiter geht's! Was denn? Ach so! Ja, das war ich nicht. Das war hier. Nee. Für die Farbe und den Rambazamba bin ich nicht verantwortlich. Ich durfte die nur aussuchen. Ja, das sieht man jetzt auch. Sobald ihr die seht, das ist richtig. Wartet. Der Sommer kommt, liebe Freunde. Was machen wir im Sommer alle ganz gerne? Zeigst du einmal vorne in der Kamera. Die sind so schön, die muss man von der Nähe sehen. Jetzt geht die Party ab. Genau. Was macht man im Sommer gerne? Man macht gerne Eis. Genau. Und wir haben auch verschiedene Eisformen etc. Und vorher hatten wir halt immer die ganz normalen Holzstäbchen bei Amazon bestellt. Und bei Temu sind wir jetzt hier auf diese wiederverwendbaren PVC-Stäbe gekommen. Und ja, die gibt es in verschiedenen Ausführungen. Blenden wir euch hier einmal ein. Da kann man sich dann aussuchen, was man haben möchte. Bella hat sich jetzt hier für die Konfetti-Glitzer-Version entschieden, so, ganz genau. So, und die kann man dann halt in verschiedenen Formen. Die blende ich euch auch nochmal hier ein. Genau, da kann man dann jeweils die Stäbe reinlegen. Wie gesagt, oder mit den Holzstäben, wie man möchte. Die sind halt wiederverwendbar und waschbar. Das fanden wir dann jetzt besser, als immer wieder diese Holzstäbe zu verwenden. Par excellence in Glitzer. Konfetti. Design. 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 Glitzer Design. Machen wir hier weiter jetzt. Dann. Wow. Wow. Da ist es. Da bin ich auch raus. Also da ist er raus. Und zwar. Aber geil. Habe ich mir gedacht, da ich ja auch sehr gerne Pumps oder Absatzschuhe anziehe und wie die meisten Frauen wissen, ist es immer etwas schwierig, wenn man mal etwas länger läuft, kann man sich schon mal eine Blase hinten vorne, wo auch immer, laufen. So, die einen oder anderen, ne? Laufen sich eine Blase oder wie auch immer, ist vielleicht mal zwischendurch am Drücken hinten in den Fersen. Habe ich mir gedacht, ich hole mir Einlagen für Pumps. Die kann man, ich zeige euch das einmal, zum einen kann man die hier, ja müsstet ihr jetzt glaube ich sehen, in die Größen zuschneiden. Das ist jetzt bis 40. Und runter bis 35. Bis 35. Und das Geile an diesen ist, wie ihr bestimmt auch schon seht, ist extra für die Ferse hier zum Reinklappen. Also hat man ein Schiffchen für den Schuh. Beziehungsweise mit Ferse, fand ich total geil. Habe ich noch nirgendwo gesehen. Kenne ich nicht. Geil. Ich habe da mal was vorbereitet. Ich kenne halt nur, dass man echt zwischendurch, ne, gerade wenn man viel läuft oder wenn es auch mal ein bisschen wärmer ist draußen, dass man wirklich sich... Welchen brauchst du? Die mir? Nö, wir können beide mal gucken. Wir haben jetzt hier einmal den Schuh, den haben wir im Sommer vorgestellt. Wisst ihr ja, deswegen habe ich den jetzt auch einmal genommen. Zack. Da haben wir dann Größe, zack, schwuppdiwupp. Der ist jetzt noch nicht zugeschnitten, ne? Aber hier unten kann der rein. Da legt man ihn an, kann man gut sehen. So, zack, der wird hier zugeschnitten. Da geht er hoch. Hier hinten der Reißverschluss, zack, den schließen wir einmal. Und dann hat der ja, wie Bella gerade schon wunderbar gesagt hat, hier hinten haben die diese Klebestelle. Ja, diese selbstklebende Stelle. Zack. Und wenn ihr den jetzt hier reinbettet, dann sieht man, hier machen wir mal hoch, zack. Und da sitzt das ganze Moped. Yes. Also super. Also kann man nicht anders sagen. Nee. Hervorragend. Haben wir dann einmal jetzt hier in dem offenen Pump. Und dann habe ich euch hier extra nochmal, oder Bella, rausgesucht, den geschlossenen. Und selbstverständlich auch hier, da brauchen wir nur kurz den anderen. Genau. Zack, auch hier. Wie gesagt, der ist noch nicht zugeschnitten auf die jeweilige Größe. Aber betten wir hier unten ein. Setzen den hier unten rein. Und dann haben wir hier den Flügel. So. Und dann, sitzt der hier drin. Ich sage ja, der ist noch nicht zugeschnitten, also ist noch nicht zugeschnitten, ne? Aber Fakt ist, dann habt ihr da eine, ich kriege keine Blasen mehr Zone. Und das ist ja hervorragend. Das ist sehr hervorragend. Also wie gesagt, wenn hier irgendwie was stören sollte, kann man natürlich auch nochmal nachschneiden. Aber der ist ja jetzt auch noch hier auf die komplette Größe. Das bedeutet, eigentlich wird der ja ein bisschen weiter in den Schuh reingehen. Fakt ist, für jeden, wie Bella gerade schon gesagt hat, ist das ja eine tolle Sache. Ich meine, wir Männer kennen uns da ein bisschen weniger mit aus. Wobei, ich weiß nicht, hast du das für Männer auch gesehen? Oh, das weiß ich nicht. In dem einen oder anderen Schuh latschen wir uns ja auch mal einen rein. Das heißt, wenn wir auf der Hochzeit sind oder wie auch immer, wir haben mal wieder unsere Lackschüchen an.
Hast du lange nicht gehabt, kann natürlich auch mal passieren, wenn die Hornhaut sich hinten verabschiedet hat. Also in diesem Sinne, da müssten wir eigentlich nochmal gucken. Ob ich das rausgefunden habe, werde ich euch jetzt hier unten einmal einblenden, ob es sie auch für Männer gab. Ansonsten für euch Ladies finde ich, ist das eine super geile Sache. Gerade jetzt, wenn der Sommer wieder losgeht und ihr wieder alle in den halboffenen Küchen unterwegs seid. Genau. Geil. So. Dann haben wir. Das weiß ich gleich. Ich habe keine Ahnung. Küche. Küche. Bei Küche hat Bella keine Ahnung. Ich darf ja auch nicht mehr rein seit 3 Jahren. Ja, erste Weihnachtsessen hat sie lecker gemacht. Hühnchen mit 25 Kilo Zitronen. Das Danach war ein super Hühnchen. Das war so zart. Ich habe nur ein bisschen zu viele Zitronen reingemacht, weil du mich nervös gemacht hast. So. 25 Kilo Zitronen auf 3,5 Kilo Hähnchen. Könnt ihr alle mal ausprobieren. War trotzdem lecker, der Hähnchen. Fleisch. Wie auch immer. Machen wir weiter. Okay. Also, Guck mal. jetzt weißt du wieder, ne? Jetzt weiß ich wieder. Für Teigdingsbums. Dieses Teil, genau, dieses Teil ist aus wunderschönem Silikon, ist Geschirrspül geeignet und Backofen geeignet und hin und her. So, jetzt seht ihr schon, das klappt hier so zusammen. Was ist das? So, also, das könnt ihr euch einmal so hinstellen, dann habt ihr eine Schüssel. Dann könnt ihr hier euren Brotteig oder was auch immer ihr habt, vorbereiten, zubereiten, rumkneten, alles so machen, wie ihr das wollt. Und im Anschluss könnt ihr das Ding einfach hier, Mike Krüger hat schon gesagt, du musst den Nippel durch die Lasche ziehen. So, bam, bang, bumm. Dann bleibt das Ding hier verschlossen. Hat einfach den Grund, wenn der Teig jetzt ein bisschen hoch geht, na, jetzt bin ich selber zu doof hier, ne? So, wenn der Teig hoch geht, platzt dieses Ding nicht auf. Das heißt, so könnt ihr das dann in den Backofen reinstellen und dann habt ihr eine wunderschöne Brotform, direkt fix und fertig. Wie das Ganze funktioniert, werden wir jetzt am Wochenende auch mal ausprobieren und dann bringen wir davon nochmal ein kleines Short. Ich fand das total geil, weil wir auch die ganze Zeit gesagt haben, wir backen Brot mal wieder selber und dann will ich aber nicht immer diese Kastenform. Ich will immer diese Kastenform, das sieht immer so doof aus. Da muss ich immer an den Rührteigkuchen denken, wollte ich nicht. Und da habe ich einfach mal gegoogelt, habe ich das gefunden. Was ich hier so geil fand, ist halt, dass du eben alles direkt in der Schüssel machst. Und dann auch direkt das Teil im Backofen schiebst und hast dann dein Brotleib fertig. Und alleine wie das schon so aussieht, das ist ja wunderbar. Also egal, ob du ein Baguette da drin machen willst oder ein fettes Brot, finde ich das super. Und wie immer an dieser Stelle möchte ich auch sagen, jeder, der das bei Temu nicht bestellen möchte, wir suchen euch die ganzen Sachen auch von Amazon nochmal raus. Könnt ihr dir natürlich auch bei Amazon bestellen. Genau. Und ich glaube, wir kommen schon zum allerletzten, richtig? Yes. Yes. Habe ich fürs allerletzte zum Schluss aufbewahrt. Wir kommen zum allerletzten. So, sieht Das- doch nicht schön aus, sieht wunderschön wie das alles aus hier. Gut. Muss doch mal das Messer hochholen, ne? Das habe ich weggeschmissen, das ist richtig. Das hast du weggeschmissen. Das ist weggeschmissen. Da ist das vorher angekündigte Victorinox Klonmesser Swiss Champ. Zack. Einmal, zweimal, dreimal. Dankeschön. Victorinox Swiss Klon. Swiss Champ Klon. Jetzt komme ich selber schon durcheinander. Da haben wir das ganze Moped. Zack. Alles klar. Bumm. Zacker. Da ist es. Da haben wir einmal den sogenannten Swiss Champ. Die Chinesen haben hier verzichtet auf Markenlogos. Ist also, naja, was soll man jetzt sagen, ne? Ist identisch das gleiche, aber auf das Victorinox-Zeichen haben sie verzichtet. Finde ich jetzt gar nicht mal so schlecht. Wir haben hier auch, ich komme mal eben kurz näher, da sieht man das glaube ich besser. So, da haben wir, wie gesagt, Schakowokka. Wir haben hier oben auch den Zahnstocher. Wir haben hier oben auch die Nagelfeile. Zack. Alles wie beim Original. Dann befindet sich hier der, wie heißt das? Korkenzieher. Der Korkenzieher. Hier ist dann noch drin ein klitzekleiner Brillenschraubenzieher. Ganz niedlich. Zack. Daneben befindet sich dieses kleine Stemmmeißelchen. Das ist jetzt nicht angeschliffen. Das ist nicht angeschliffen, wie beim Original. Hier neben befindet sich auch noch ein kleiner Schraubendreher. Auch der ist nicht angeschliffen, wie man sehen kann. Die sind also alle abgerundet. Nicht gut. Und hier ist die Ahle zum Lochbohren etc. Auch diese, sieht man hier, ist nicht angeschliffen worden. Sind also schon mal gravierende Fehler. Denn mit den Werkzeugen kannst du dann, bis auf mit dem Weinkorkenöffner, soweit nicht arbeiten. Ne? Alles klar, das war die eine Seite. Die andere Seite haben wir dann hier den Dosenöffner.
da muss ich sagen, der ist hier angeschliffen. Und ob der funktioniert, gucken wir uns jetzt mal an. So, wir haben gesehen, der Dosenöffner macht, was er soll. Hier haben wir dann auch nochmal Schraubendreher, Kapselheber und zum Entdrahten ist hier allerdings leicht abgeschrägt, aber nicht angeschliffen. Okay, funktioniert soweit, aber alles gut. Die Lupe, zack, die Lupe ist überhaupt gar nichts. Mit der kannst du also weder was vergrößern noch sonst was. Abgesehen davon hast du das Ding hier sofort in der Hand. Dann kannst du das Ding hier, keine Ahnung, kannst du dann nur den Finger und dann kannst du irgendwie ein bisschen, okay, alles klar. Also Lupe hat sich erledigt, nicht zu gebrauchen. Dann haben wir hier den Schraubendreher, der bleibt auch in beiden Stellungen stehen, ist großartig, aber gar nichts. Ist halt ein Kreuzschraubenzieher, funktioniert, tut, was er soll. Dann haben wir hier noch die Zange. So, die hat einen anderen Mechanismus als Original. Hat keine Zähne oder irgendwie da noch kleine, also das ist alles glatt, ne, Leute, das ist alles glatt. So, die funktioniert, hat aber Druck, man kann ein bisschen Druck ausüben etc., die schnappt auch wieder zurück. Soweit ist das alles in Ordnung für den Preis, was das Ding gekostet hat. Die Schere hier, da haben wir die Schere, ist soweit auch in Ordnung, allerdings, na, alle wissen, dass die Schere von Victorinox eine der besten der Welt ist und das Ding hier, kann man das sehen? Genau, da kannst du, also ich weiß nicht, damit kannst du mal im Schwanz reinkneifen, das war dann aber auch, ne? Also schneiden tut dieses Ding hier überhaupt gar nichts, vielleicht kann man das mal nachschärfen, aber so ist die überhaupt null zu gebrauchen. Dann kommen wir hier nochmal zu der Säge. Gut, die Sägen funktionieren an sich alle. Das ist eine Sache, das ist ein Selbstläufer, die eine besser, die andere schlechter. Dann kommen wir hier nochmal zur Metallfeile. Auch die funktioniert. Zum Nägelschleifen etc. kann man alles benutzen, Fingernägel anschleifen, ich habe keine Ahnung, was man damit macht. Dann haben wir das kleine Messer und das große Messer. So, zack. Fakt ist, alles schön und gut. Messer ist soweit auch in Ordnung. Also ihr kennt das wahrscheinlich. So, da kann man einmal sehen. Genau. Die sind scharf. Auch das kleine Messer. So, da kommt es runter. Genau. Die sind scharf. Also die sind wirklich super. Also für alle, die ein Messer haben wollen, wo wahnsinnig viel Zeugs dran ist. Schere, wie gesagt, nicht zu gebrauchen. Absolut nicht. Ahle und so weiter, hier auch nicht zu gebrauchen. Aber Messer, Zange, um mal was hochzuheben, für einen Zehner kann man machen. Ansonsten, wie gesagt, kommt nichts an Victorinox dran vorbei. Sollte man lieber die Finger von lassen. Aber ich sag mal, bevor man sich im Baumarkt, da kennt ihr an der Kasse wahrscheinlich auch immer diese Messerchen für 6,75 €. Da hast du dann 2, 3 Werkzeuge dran. Da kann man das hier mal machen. Der ein oder andere, der geübt ist, wie gesagt, der könnte sich hier die Ahle auch nochmal nachschleifen oder anschärfen oder wie auch immer. Dann ist das auch zu benutzen. Für einen Zehner okay, ansonsten logischerweise führt kein Weg an Victorinox vorbei. So, das war mein Fazit zu dem Victorinox Messer. Wie gesagt, für einen Zehner mal irgendwo rumschmeißen, rumfliegen haben oder im Auto hinzulegen, für das eine oder andere ganz in Ordnung. Ansonsten, wer wirklich qualitativ was haben möchte, wo jedes Werkzeug das macht, wofür es gebaut worden ist, Finger weglassen. Alles andere ist unserer Meinung nach wieder mal großartig. Ich meine, hier gibt es nicht viel zu sagen, das ist ganz klar, das ist einfach eine schöne Sache. Die Becherchen funktionieren, weil da sieht man ja so, was soll man jetzt hier überall Ketchup reinmachen, ne? Das ist ja, man sieht ja, die halten wunderbar, das ist alles schön. Die Stiele vom Eis, da kommen wir nochmal zu, Schuhe hat noch alles schon gesagt, wer nicht gesehen hat, guckt sich das Sommervideo nochmal an. Die Einlagen finde ich großartig, auch da wird Bella, sobald der Sommer gekommen ist, natürlich nochmal drauf zurückkommen und euch erzählen, wie gut die Einlagen waren. Wir hatten ja schon Winterlagen vorgestellt, Wintereinlagen, und die haben auch hervorragend funktioniert, die also von innen gewärmt haben etc. Verlinken wir euch unten auch nochmal, sind also super. Bis jetzt war das alles, super, ne? Außer dieser eine Nudelmaker da vom Weihnachtsvideo, wie gesagt, das haben wir ja weggeschmissen. Ja. Dieser, was war das? Tortellini-Maker, der ist ja direkt auseinandergebrochen, aber gut, das Ding hat irgendwie 70 Cent oder was gekostet, das wussten wir vorher, dass das Ding nichts taugt. Im Großen und Ganzen sind die Sachen aber wirklich alle immer große Klasse und kosten halt immens viel weniger als die identischen gleichen Sachen von Amazon. Oder auch von eBay, ganz egal. So, wer dann mehr bezahlen möchte, der kann das ganz gerne machen. Wie gesagt, wir sind so lieb für euch. Dann setzen wir uns immer hin und suchen die ganzen Sachen nochmal raus, dass ihr die auch bei Amazon oder eBay bestellen könnt. Mehr gibt es da nicht zu sagen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir sehen uns nochmal beim Brotbacken. Mit Bella sehen wir das Eis machen. Ich renne jetzt mit meinen schwarzen Flitzern raus ins wunderschöne Nass, denn genau dafür sind sie gedacht. Und freue mich. Wir wünschen euch ein restliches, wundervolles, schönes Wochenende. Ja. Bedanken uns bis hier. Danke. Und sagen: Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Robby. Okay.